Hallo liebe Leute zu einem neuen Paint and Talk. Heute habe ich mich mal wieder am Urban Sketching versucht, und zwar bin ich in meinem Hängesessel gesessen im Garten und habe so ins Haus gegenüber geschaut und dachte mir, hey, das könnte ich doch mal üben zum Abzeichnen. Ja, irgendwie habe ich ich habe es euch ja schon in den letzten 2 Videos erzählt, dass ich das perspektivische Zeichnen für mich entdeckt habe. Der Urban Sketching Workshop, das wissen wir ja mittlerweile alle, der hat mich sehr frustriert, aber es hat nachgewirkt bei mir. Und das, was ich dort aufgeschnappt habe, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, um einzusickern bei mir im Körper und im Gehirn und in meinem System irgendwie. Und plötzlich konnte ich es abrufen. Und ich habe anscheinend Blut geleckt und das perspektivische Zeichnen voll für mich entdeckt. Es ist so wie wie soll ich sagen, ich liebe es ja. Ich sage nicht Nein zu einer guten Herausforderung, formulieren wir es so herum. Und das perspektivische Zeichnen, das hat genauso diesen zuckersüßen, diesen bittersweet Spot, würde ich jetzt mal sagen, der mich kitzelt, der mich herausfordert, aber auch begeistert, ja, wo ich mir denke, wow, das ist so ein Riesendrum am Anfang. Wahrscheinlich denke ich mir in einem Jahr, ich kann das, als hätte ich nie was anderes gemacht, ja. Aber jetzt genau an diesem Punkt, wo das neu für mich ist und mich ganz neu damit befasse und ich auch meinen Blick, ich merke das total auch in der Umgebung, wenn ich spazieren gehe, mein Blick hat sich auf alles verändert. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich etwas Schönes sehe, was eine Emotion in mir auslöst, ach, das wäre doch eine schöne Kulisse für ein Gemälde. Und dann stelle ich mir vor, wie ich da einen Klapphocker auspacke, mich hinsetze und das einfach zeichne, was ich da gerade sehe, was diese Emotion in mir ausgelöst hat. Ja, also das meine ich, dass sich dieser Blick für mich total verändert hat. Und ich sehe nicht mehr alles in 2D beim Abzeichnen, sondern mittlerweile nehme ich auch feine Nuancen vom Dreidimensionalen wahr. Und wie ich dann angefangen habe, das Haus gegenüber abzuzeichnen, habe ich darauf geachtet, nicht alles mit Strichi zu setzen, sozusagen bei einem Fenster zum Beispiel, sondern mir auch genau anzusehen, okay, das sind feine Linien oder Hilfslinien, kann man sagen, die hier nach hinten eine Tiefe erzeugen, zum Beispiel die Ecke, wenn man ein Fenster zeichnet. Und dann habe ich diesen Trick angewendet, den ich beim Urban Sketching Workshop gelernt habe, nämlich die Hand ausstrecken vorm Gesicht, den Bleistift quer halten, also so waagerecht, und schauen, wie verlaufen diese Linien. Sind sie, wenn ich drauf schaue, genau waagerecht oder verlaufen sie eben diagonal oder verändern ihren Winkel, ja? Und mit diesem Trick orientiere ich mich da jetzt ein bisschen daran, zu schauen, wie bringe ich Tiefe hinein. Und bei diesem Bild habe ich jetzt auch angefangen, zuerst mit dem Bleistift Hilfslinien zu setzen. Und falls es euch aufgefallen ist, ich habe nicht bei Null angefangen bei dem Video. Es war schon was vorgezeichnet. Ich habe mich nämlich vorgestern schon einmal hingesetzt, wie ich eben das erste Mal diesen Gedanken hatte, das Haus gegenüber von uns abzuzeichnen, dass ich da mal anfange mit, ich schaue drauf, was möchte ich zu Papier bringen. Ich schaue nochmal drauf, ja. Also es war so, ich hatte erstmal Mühe, wieder mal mich zu fokussieren, wie bringe ich das zu Papier, was ich sehe? Was bringe ich überhaupt zu Papier, was ich sehe? Und dann habe ich einfach mal angefangen, Hilfslinien zu zeichnen. Ich hatte dann so eine grobe Struktur und habe dann gemerkt, dass mich das irrsinnig erschöpft hat. Ich musste mich da so extrem konzentrieren, weil das perspektivisch Zeichnen, das ist halt einfach noch Neuland für mich. Und das kommt einfach noch nicht so aus dem FF aus mir heraus, wo man denkt,
eben wo man nicht mehr denkt, ja, das wollte ich eigentlich damit sagen, so wie beim, keine Ahnung, Zähneputzen, Haare bürsten, Schuhe zu machen oder man geht außer Haus und dann überlegt man, weil man die Sachen nicht mehr bewusst macht, habe ich überhaupt das Licht ausgemacht, habe ich alle Fenster geschlossen, habe ich den Wasserhahn abgedreht. Das sind so Dinge, die macht man beiläufig, die macht man auf Autopilot, da denkt man nicht mehr drüber nach. Und dann denkt man zurück, habe ich das alles überhaupt erledigt, weil man es nicht bewusst gemacht hat. Und ich glaube, beim Zeichnen oder bei mir, bei diesem perspektivischen Zeichnen bin ich an einem Punkt, ich muss noch extrem viel nachdenken, was ich mache, weil ich überlegen muss, wie ich etwas zu Papier bringe, was das Auge sieht. Ja, eben diese Tiefe, die ich jetzt sehe. Wie bringe ich das zu Papier? Und am liebsten wäre es mir natürlich, dass ich alles irgendwie so 1:1 zeichnen könnte. Und ich würde am liebsten perfekt zeichnen können. Ich habe auf YouTube gerade den perfekten Sketcher gefunden. Oder er wurde mir gespielt, sagen wir es so. Ich glaube, bei den Shorts ist er mir irgendwann einmal untergekommen. Ich schaue mir ja in letzter Zeit, seitdem ich meinen ersten Aquarellkurs gemacht habe in Korneuburg, schaue ich mir immer wieder gerne auf YouTube so ein paar Aquarellmalerei-Sachen an. Und in letzter Zeit auch gerne so Urban Sketching-Geschichten schaue ich mir auch gerne an. Oder einfach so ein paar Künstler, die auch Zeichenlehrer sind und die auch ein paar Tipps geben und Malkurse online anbieten, ja. Und da wurde mir jetzt, der heißt Marius und ich finde das so toll, was er macht. Der hat ein Konzept, wo ich mir denke, wow, das ist ein Traum. Das, was er auslebt, das, was er zeigt, ist eigentlich ein tiefer Traum in mir oder ein tiefer Wunsch in mir, den, ja, wo ich mir auch vorstellen könnte, genau so zu leben. Der macht das hauptberuflich, Künstler zu sein. Der ist auf Reisen, ich glaube mit seiner Partnerin. Und er bereist verschiedene Länder und sucht sich dort auch Spots aus, die er einfach abzeichnet. Aber wie er das zeichnet, ich habe mir in letzter Zeit öfter die Frage gestellt, was macht ein Kunstwerk aus, dass man sich denkt, das ist es mir wert, das zu kaufen, oder dieses Kunstwerk, was jemand gezeichnet oder gemalt hat, gefällt mir besser als eine Fotografie. Weil eine Fotografie, die kann auch so schöne Sachen einfangen. So eine Komposition wie den Sonnenuntergang zum Beispiel, wo so ein richtiges Kaleidoskop an Farbspektrum am Himmel erscheint in verschiedenen Farben. Oder wenn der Wind einfach einmal so eine sanfte Brise herweht und auf einmal die ganzen Blätter auf den Bäumen zu rascheln beginnen und die anfangen zu tanzen. Solche Sachen kann man bei einer Fotografie, finde ich, sehr gut einfangen und deswegen habe ich mir immer überlegt, was macht ein Kunstwerk aus, dass man es einer Fotografie bevorzugt. Und dieser Marius, dieser Künstler, der zeichnet zuerst, ich glaube mit Tusche macht er das, da zeichnet er vor, benutzt wasserfeste Tinte und dann geht er mit Aquarell drüber. Genau so, wie ich mir vorstelle, wie mein Stil ausschauen wird, wenn ich einmal gut bin. Oder wenn ich einmal groß bin als Künstlerin, das kann man sagen, gell? Was willst du werden, wenn du groß bist? Ja, also so war meine Vorstellung von mir selber, dass ich mir denke, wenn ich einmal gut bin, dann wird das mein Stil und plötzlich wird mir dieser Künstler angezeigt. Und er ist unglaublich gut und das erste Mal habe ich eine Antwort auf meine Frage gefunden. Was macht ein Kunstwerk aus, dass man es einer Fotografie bevorzugt? Und dann habe ich seine Kunst gesehen und dachte, wow, das ist der Zauber, nach dem ich gesucht habe. Genau so gut möchte ich auch mal werden. Und plötzlich hatte ich in mir auf einmal so einen Ansporn, dass ich mir gedacht habe, ich will üben, damit ich auch mal so gut bin. Ich will niemanden kopieren, ich will meinen eigenen Stil kreieren. Aber ich möchte irgendwie üben von denen, die schon
dort sind, wo ich gern hin möchte, aber eben mit meinem eigenen Stil, ja. Und ich hätte mir nach dem Urban Sketching Workshop nicht vorstellen können, dass ich mich da wieder mal rantasten werde, ein Gebäude abzuzeichnen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich dachte mir, das hat mich damals so frustriert, das hat so viel Stress in meinem Gehirn ausgelöst. Ich hätte mir nicht vorstellen können, jemals wieder ein Gebäude abzuzeichnen. Aber voilà, ich habe das Wohnhaus gegenüber abgezeichnet und am Ende habe ich drauf geschaut und ich war sogar zufrieden und mir gedacht, ja, das gefällt mir, das schaut schon richtig gut aus. Da kann man damit arbeiten, daran kann man weiterarbeiten und verfeinern und daran feilen, ja. Und der Marius, der hat mit dem Aquarell, der hat das Gezeichnete, was schon so gut ausgeschaut hat. Mit dem Aquarell hat er da eine Farbe drauf gezaubert, wo ich mir gedacht habe, wow. Und genau das war das i-Tüpfelchen. Und genau das war der Zauber, der das Ganze ausmacht, ja. Jede Linie so präzise und so detailliert, ja. Ich habe mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, ich sehe so viel, ich nehme so viel wahr, ich schaffe es nicht, Details auszublenden. Und ich habe so viele Urban Sketcher auf YouTube gesehen, die so in meinen Augen Krixi-Kraxi zeichnen und gar nicht so sehr ins Detail gehen. Und ich mir gedacht habe, das gefällt mir nicht. Zeig mir bitte einen Aquarellkünstler, der sehr detailliert zeichnet. Und dann habe ich ihn entdeckt. Er zeichnet unglaublich detailliert. Und das war das, wo ich mir gedacht habe, genau nach diesem Zauber habe ich gesucht. Ich wollte eine Art Mentor finden, der mir das zeigt und auslebt, was ich in mir vorstelle. Diese Vorstellung, dass ich so eine Künstlerin sein werde, die detailliert zeichnet, ja, die eben diesen Anspruch irgendwie an sich ausleben kann. Ich muss mich nicht verbiegen, mich nicht verändern, um etwas zu sein, was man so sagt, dass man so ist. Und dann habe ich ihn gefunden. Und ja, ich bin seitdem richtig verzaubert und total angespornt, weiter zu üben. Und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Malreise weiter begleitet.